bin Josephine Rose Habermehl. Ich bin hier im Atelier Automatik. Das ist ein Coworking Space für KünstlerInnen und Kulturarbeitende hier in Bochum. Und ich arbeite momentan als wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Projekt Repair and Share Ruhr, Allianz für mehr Gemeinwohl an der Hochschule Bochum. Habe aber auch noch eine GbR für ein KünstlerInnen-Kollektiv, das heißt Okay Wow, mit denen machen wir vor allem Soziokunst. Und genau, bin auch hier ehrenamtlich im Atelier Automatik aktiv, vor allem fürs Murks Reparaturfestival. Ich habe Germanistik und Theaterwissenschaft studiert an der RUB und dann szenische Forschung. Und die szenische Forschung, das ist so ein praktischer Masterstudiengang und da arbeitet man schon sehr intensiv mit der freien Theaterszene zusammen. Und da wurde sehr schnell klar, dass ich auch gerne frei arbeiten möchte. Und genau, habe dann mit KollegInnen gemeinsam beschlossen, irgendwie brauchen wir aber einen Ort dafür, weil immer alles an den Küchentischen zu machen ist schwierig auf Dauer. Und genau, dann ist so die Vision entstanden von einem Ort, an dem wir sowohl proben, aber auch konzipieren und aber auch was aufführen können. Und genau, so kam die Idee für das Atelier Automatik. Der Name war auch hier da, bevor wir wussten, dass wir irgendwann eine automatische Tür haben werden. Und genau, haben dann durch Zufall diesen Ort hier gefunden. Ich war mir eigentlich immer sicher, ich werde Bochum verlassen, so schnell wie es geht. Also, was heißt Bochum? Eigentlich Wanne-Eickel. Ich komme aus Wanne-Eickel, das ist ja hier direkt nebenan. Und für mich war immer klar, ich muss, sobald ich mit der Schule fertig bin, hier weg. Und dann hat es sich einfach nicht ergeben. Dann wollte ich eigentlich gerne Fotografie studieren. Eigentlich, weil ich wollte Theaterfotografin werden. Ich weiß nicht, woher das kam damals, aber mich haben irgendwie Bilder im Theater begeistert und deswegen dachte ich, das ist mein Weg. Und das konnte ich mir aber so einen Mappenvorkurs und dergleichen alles nicht leisten. Und es ist ja nicht so einfach, da reinzukommen in die Fotografiestudiengänge. Und dann dachte ich, ja, probiere es doch mal mit der Theaterwissenschaft. Und das gab es halt hier in Bochum und auch noch an ein paar anderen Unis. Aber ja, irgendwie war dann die Idee geboren, dass ich hier in Bochum Theaterwissenschaft studiere. Und dann kam nach dem Theaterwissenschaftsstudium dieser neue Studiengang szenische Forschung. Genau, wo ja nur eine kleine Gruppe kann den nur studieren, der ist sehr praktisch angelegt. Das klang irgendwie sehr interessant und super toll. Und genau, da hatte ich dann die Möglichkeit, das im ersten Jahrgang zu machen. Und das hat dann irgendwie gut geklappt. Und dann ist man so ein bisschen hängen geblieben, weil dann hat man hier sich die ganzen Kontakte aufgebaut, dann irgendwann dieses Atelier hier gegründet und die Freundinnen, die Familie, alles ist hier und irgendwann gab es dann doch keinen Grund mehr, Bochum zu verlassen. Ich sehe oder ich nehme wahr, dass die Stadt Bochum zum Beispiel bemüht ist, ne? Allein durch diesen Kulturentwicklungsprozess. Es gibt den Willen eigentlich, diesen Kulturentwicklungsprozess mitzugestalten, aber es geht einfach nicht richtig voran. Und ich habe so das Gefühl, dass häufig dann an den richtigen Stellen der Mut fehlt, einfach mal Dinge auszuprobieren oder einfach mal zu machen, auch wenn es nicht komplett durchfinanziert, durchgedacht und dergleichen ist. Es gibt sehr viel Leerstand. Man könnte diese Räume zur Verfügung stellen, wenn man wollen würde, denke ich. Aber vielleicht denke ich das auch falsch. Aber ich denke, dass da schon was möglich wäre. Deswegen ja, irgendwo ist ja ein Bekenntnis und ein Wille da, aber es geht nicht richtig voran. Und das führt auf jeden Fall dazu, dass immer wieder viel Frust entsteht. Aber ich habe das Gefühl, das war auch schon immer so. Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, alleine zu arbeiten. Also klar, mal so kleine Projekte, aber ich funktioniere einfach viel besser im Kollektiv und im Team. Wir haben immer ungefähr 20 feste Mitglieder oder aktive Mitgliedschaften. Die sind mit einem Schlüssel verbunden und mit einem Zugriff auf den Kalender. Und alle diese 20 Mitglieder können halt die Räume nutzen. Aber von diesen 20 sind wir ungefähr so 8 bis 10 Leute, die sich einmal im Monat treffen und im Plenum den ganzen Laden hier am Laufen halten sozusagen. Und dann gibt es halt einen Vorstand von 4 bis 5 Personen. Ist auch immer mal ein bisschen, wechselt auch immer mal. Genau, und darüber hinaus gibt es natürlich aber auch Kollektive, freie Gruppen, EinzelkünstlerInnen und so weiter, die sich dann von außen wiederum hier auch wie einmieten.
ob bezahlt oder unbezahlt. Was es für mich vor allem ausmacht, ist, also wir sind ja hier irgendwie eine KünstlerInnen-Gemeinschaft, aber wir sind ja auch sehr kulturpolitisch aktiv und wir finden ja auch außerhalb dieser Räumlichkeiten statt. Und was mich grundsätzlich mittlerweile sehr im Ruhrgebiet oder auch in Bochum hält, ist, dass es hier eine sehr starke selbstorganisierte Szene gibt, wovon sehr viel Kraft ausgeht und Energie, die irgendwie dazu motiviert, so weiterzumachen. Ich finde, die freie Kulturszene wird schon ganz gut unterstützt. Natürlich nicht finanziell, weil die Mittel sind nicht da. Ich glaube, wenn mehr Mittel da wären, wäre das Kulturbüro auf jeden Fall bereit. Also, weil da ist die Verbindung eigentlich schon immer ganz gut. Ich finde aber, wenn wir über freie Szene sprechen, nicht nur über Kunst- und Kulturszene zu sprechen, sondern vor allem ganz viel aus dem Bereich Soziokultur. Da ist auf jeden Fall sehr großer Bedarf, dass die Stadt da irgendwie große Schritte auf die Szene zugeht, weil ich befürchte, in deren Selbstverständnis tun sie das, aber es kommt halt überhaupt nicht an. Also ja, also da kriege ich einfach immer wieder mit, dass da ein sehr großer Frust auch ist. Und da können wir jetzt zum Beispiel nicht meckern. Wir bekommen einen Betriebskostenzuschuss. Also wir bekommen sehr viel Unterstützung durch die Stadt. Aber ich finde gerade diese ganzen soziokulturellen Initiativen, die Initiativen, die einfach so viel auffangen im Bereich solidarische Arbeit, soziale Arbeit und, die kommen wirklich sehr zu kurz und die werden wenig gesehen. Und ich glaube, würden die wegbrechen aufgrund ihrer Strukturen, würde die Stadt sich umgucken, weil die einfach super viel auffangen. Und ich glaube, das ist denen einfach nicht so richtig bewusst, wie es denen eigentlich sein sollte. Einfach nur, weil es sehr nah auch an meinem Themenfeld, in meinem Job gerade dran ist, finde ich natürlich sowas wie einen Reparaturbonus einfach mal auszuprobieren, super spannend. Und zum Beispiel, jetzt ist es eher Bundesländer, es sind keine einzelnen Kommunen, aber in Sachsen, Thüringen und Berlin wird das einfach mal erprobt. Da werden Mittel dafür zur Verfügung gestellt und dann können halt BürgerInnen sich im Repair-Café oder aber auch bei DienstleisterInnen können Dinge reparieren und sich dann Geld erstatten lassen einfach. Und das finde ich schon irgendwie einfach mal ein gutes Prinzip, das einfach mal auszuprobieren. Hey, können wir so die Reparaturkultur stärken? Können wir so irgendwie schauen, dass wir Menschen mehr dazu bewegen, nachhaltiger mit ihren Dingen umzugehen? Und ich finde so etwas schon mutig, einfach mal zu testen, auch wenn es vielleicht dann auch jemand nutzt, der es eigentlich nicht bräuchte. So. Ich meine, wir haben in Bochum Alternativ, Bochum Aktiv, Bochum Initiativ. Also wir sind auf unterschiedlichen Ebenen schon miteinander vernetzt. Also wir hier in Bochum sind zum Beispiel, oder wir hier im Atelier sind aktiv beteiligt am Kulturstammtisch. Wir sind im Initiativnetzwerk mit dabei und machen so gemeinsame Aktionen wie die Radschnitzeljagd, Initiativen, Flohmärkte und dergleichen. Und auch im Kulturentwicklungsprozess, wo wieder eine Verbindung auch zur Stadt entsteht. Und was aber immer überall auffällt, ist, dass es häufig die gleichen Personen sind, die sich engagieren und dass es halt super schwierig ist, weil die sind ja schon meistens in einer Initiative ehrenamtlich aktiv und dann zusätzlich noch Netzwerkarbeit und die Vernetzung und Kooperation und weitere Projekte anzuregen, ist halt manchmal energetisch und zeitlich schwierig, aber da ist schon sehr viel da und da sind wir auch weiterhin dran, das mit voranzutreiben. Ich kriege es viel mit von KollegInnen, die nicht in so einer privilegierten Situation sind wie ich, weil ich habe ja eine halbe Stelle an der Hochschule Bochum, die sich wirklich Sorgen machen, die sich gerade viel bewerben und schauen, wo sie unterkommen, wo regelmäßige Förderungen weggebrochen sind. Wir hier als Atelier Automatik sind da gerade noch nicht so sehr betroffen, weil wir den Betriebskostenzuschuss haben von der Stadt Bochum. Der finanziert natürlich überhaupt keine Personen, sondern einfach nur die Instandhaltung und den Betrieb quasi hier, wirklich die Räume, dass wir die halten können. Den bekommen wir immer über 2 Jahre zugesagt. Das ist auf jeden Fall ein großer Gewinn. Aber genau, im Kollektiv merke ich es extrem und wir versuchen auf jeden Fall mehr uns von Förderung unabhängig zu machen. Wir haben auf jeden Fall Pläne, weil wir haben ja hier auch die Ressourcerieautomatik
also so eine Online-Plattform, um Material-Sharing voranzubringen und zu ermöglichen, vor allem in der freien Kunst- und Kulturszene. Und da sind wir auch in einem größeren Prozess beteiligt, weil das wollen wir ausbauen. Wir würden gerne ein großes Materiallager, ein großes dezentrales Materiallager in NRW mit etablieren. Das wäre so eine Vision, die natürlich aber auch ganz, ganz, ganz doll von Förderung und ja, davon abhängt, dass da wirklich auch große Kommunen und das Land NRW wirklich auf unserer Seite ist und da mitzieht, weil sonst wird es nicht funktionieren. Deswegen, da bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht. Ich kann so gerade entspannen, weil da ist wenig Druck von außen. Da ist irgendwie niemand, der gerade was von mir will. Und ich bin so, ja, ganz frei von jeglichen irgendwie negativen Gefühlen und bin so mit tollen Leuten zusammen oder mit tollen Dingen oder umgeben von tollen Dingen und so und fühle mich so ruhig. Ich glaube, das ist so für mich ganz viel, hat ganz viel mit Glück zu tun.